Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Der World Boss ist nun offiziell auf allen Servern vorbei. Und ja, es gibt inoffizielle Ranglisten, sag ich mal, die ich so gefunden habe von ja, Leuten, die das erstellt haben. Ich habe zum Beispiel diese hier gefunden auf dem Endgegner Discord. Da sind jetzt nicht alle drinne. Die ist auch nicht so erhoben worden, dass jetzt genau jeder auf jedem Server so sortiert ist, sondern nur von einer Person, sag ich mal, die auf gewissen Servern spielt und dort die besten so rausgesucht hat. Ja, und auf dieser Liste befinden wir uns hier auf Platz 14, nur mal so eine kleine Übersicht zu erlangen, was hier Leute teilweise für krasse, ja, Punkte erreicht haben auf jeden Fall. Und ja, der gute Matze hatte mir auch nochmal seine Belohnung präsentiert. Das sehen wir einmal hier, was er hier rausgeholt hat. Also das ist der Scythe für die Leute, die das nicht wissen sollten. Ja, hier auf Platz 7 jetzt gerade. Hatte hier auch gute Rewards rausgeholt. Ist auch mit fast das höchste, was ich so gesehen hatte. Es gab noch wenige, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, die noch über 12 Milliarden und sowas rausgeholt haben. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Strider hier auf der 11. Ja, aber wir haben echt gut abgeschlossen, muss ich sagen, dafür, dass das ja, dass Leute auch teilweise das Doppelte, Dreifache, Vierfache investiert haben und dann halt ja, vielleicht 1, 2 Milliarden mehr gemacht haben als wir, ist es vollkommen okay. Wir haben ja auch den ersten Tag vollkommen reingeschissen, sag ich mal, was die Teilnehmertouren angeht. Dann möchte ich euch noch eine Seite zeigen, und zwar ja, haben wir hier eine Seite bekommen, beziehungsweise habe ich die gelinkt bekommen, die alle World Boss Gegner und Varianten aufzeigt, was sehr cool ist, weil ja, ich wollte auch mal so alle Seiten mal im Überblick haben, was man, ja, welche Seiten es alles so gibt. Und genau, die Seite sieht man hier ja auch schon vom Design her, ist es so ähnlich aufgebaut wie zum Beispiel ja, das, was wir hier natürlich auch kennen, hier vom SF-Magazin oder vom Legendary Dungeon Gadget-Bereich oder vom Gold Pit. Ne, das hatten wir ja alles mal sind wir ja alles mal durchgegangen, die einzelnen Features. Das ist von Don Muerte erstellt worden hier auch, und ja, so halt eben auch die neue Variante hier von der Seite, wo halt eben alle World-Bosse aufgelistet werden, und hier kann man mal so durchgehen. Ne? Da sieht man hier, welche World-Boss welcher ist, auf welcher Ebene die vorkommen, beziehungsweise mit welchem Level die vorkommen. Man sieht halt auch, dass die zu einem gewissen Grad irgendwo, ja, begrenzt sind und sich dann wiederholen. Ne? Zum Beispiel hier auf Ebene 45 und dann kommt der gleiche nochmal auf Ebene 205 oder beziehungsweise mit Level 205, hier 210 und 50. Ne? Also es sind nur ein paar World-Bosse, sag ich mal, aber die rotieren halt eben durch so, ne? Und ja, ist sehr cool, dass man das hier alles mal so aufgelistet sieht, weil ich wollte wirklich mal so sehen, okay, ja, wie sieht jeder einzelne World-Boss aus, den wir hier so facen, aber dadurch, dass man ja teilweise ja auch natürlich in der Nacht schläft, verpasst man natürlich auch das ein oder andere Design von dem ein oder anderen World-Boss so, ne? Und dann wacht man auf und nächsten Tag, wenn man aufgestanden ist, ist man schon wieder 2, 3 World-Bosse weiter, weil die Kämpfe in der Nacht natürlich auch weitergehen. Und dementsprechend, hier, der sieht auch sehr cool aus, dementsprechend verpasst man natürlich auch ein paar World-Bosse und ja, kann hier nicht das komplette Design von allen World-Bossen hier so mit einfangen. Ja, das ist hier der Endboss hier, ja, das sieht sehr abgespaced aus, auf jeden Fall. Und dann, ja, startet das Ganze wieder von vorne. Das wollte ich euch nur mal zeigen, beziehungsweise auch mal aufzeigen hier so. Ich weiß nicht, ob nochmal so eine komplette Liste rauskommt. Ich weiß nicht, wie sehr man da detaillierte Statistiken erheben kann über die ja, Kriegsbeute, die hier Leute rausgeholt haben. Aber wir sehen hier zum Beispiel Jurik, der hier wirklich auch extrem krass performt hat, auf jeden Fall. Ne?
Und genau. Ja, wundert euch nicht, die Liste, die ist halt, wie gesagt, eigentlich ja, auf dem Endgegner-Discord intern. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Freundesrolle und sowas, weil ich ja nicht bei den Endgegnern spiele, aber halt eben da auf dem Server zu Gast bin und deswegen ja, gibt es hier halt eben solche Freundesrolle und Platz 1, 2 und 3, je nachdem halt eben, ne, farblich gekennzeichnet. Deswegen sind hier aber auch nicht alle drauf, die hier jetzt so weltweit jetzt irgendwie abgeschnitten haben. Also falls ihr jetzt da selbst irgendwie, ne, auf einer Liste fehlen solltet oder ihr euch da selbst nicht finden könnt, das ist nichts Offizielles so, das ist einfach nur so ein bisschen eine interne Liste, die erstellt worden ist. Dementsprechend, ja, sind da halt eben auch, wie gesagt, nicht alle drauf. Falls es nochmal so eine ja, offiziellere Liste gibt, sag ich mal, die ein bisschen noch detaillierter alle Leute erfasst, dann werde ich die vielleicht dann auch noch die Tage dann zeigen, aber bisher hatte ich da jetzt noch nichts großartig gefunden gehabt. Und ja, insgesamt, wie gesagt, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem World Boss so. Beim nächsten Mal werden wir es definitiv auch besser machen. Ich kann euch da auch nochmal sonst ein paar Details zeigen hier, die mir auch der gute Matze hier noch gesendet hatte. Zum Beispiel, also ist halt einer der Spieler, die am meisten ja auch oder am besten mit dem Schaden abgeschnitten haben. Hier Schaden pro Stunde war hier knapp auf 400.000. Ja, der höchste Einzeltreffer, den er hier gelandet hatte, das war hier 71.096 mit einem Crit-Treffer plus Spezialangriff in Kombination. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ja, sehr beachtlich, sag ich mal. Ja, dann hat er mir noch einmal hier dieses Bild zukommen lassen. Verdiente Kriegsbeute 715. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das seine beste Stunde war, aber die sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus. Ja, sehr viele Crit-Treffer hier auch gelandet. Das war generell auf jeden Fall sehr lucky. Ne? Wie gesagt, meine beste Stunde, die ich jetzt, ich weiß nicht, ob es bei ihm jetzt die beste Stunde war, aber meine beste Stunde, die ich hier abgerissen hatte, das müsste diese hier gewesen sein. Ja, obwohl mir hier ein paar Crit-Treffer fehlen und ich sogar einmal hier die Ebene geswitcht hatte, wodurch ich weniger Schaden dealen konnte, waren wir auch knapp bei 1000 so, ne? Hätte ich jetzt hier nicht geswitcht und vielleicht noch einen Crit-Treffer mehr, wären wir auch easy über 1000 gekommen. Das höchste, was ich hier so in einer Stunde mal gesehen habe, war 1200 irgendwas, in eine Zerquetschten irgendwie. Und ja, was hier rausgehauen worden ist. Deswegen, genau, so sieht das Ganze aus. Ansonsten, ja, hat der Server mäßig abgeschnitten, sag ich mal. Wir sind hier zwischen Platz 12 und 17 gelandet, sind hier damit in der Achterbelohnung, haben dafür 3 Tage kostenloses Bier und 2 Wochen Hexentanz. Ja, das ist, also Hexentanz ist natürlich das Ansprechende auf jeden Fall für mich. Eine Woche mehr hätten wir jetzt erst ab Platz 5 bekommen. Und ja, da sieht man schon, wie weit wir hier abgehängt worden sind. 37 ist hier das Maximalste, was hier passiert ist. So F23 hat gewonnen, ist am weitesten gekommen, war als erster in der 37 und auch bei 37 am weitesten im Vergleich zu Fusion 17. Ja, Maven kommt dann da auf Platz 3. Ja, und wir sind halt echt ziemlich weit abgeschnitten, wenn man sich sogar mal überlegt, dass Europa 20, was nur ein paar Monate alt ist, deutlich aktiver ist als Fusion 9, beziehungsweise stärker. Ne? Obwohl, wenn man sich mal die Charts hier so anschaut, ne? Und die mal mit EU20 vergleicht, ich weiß, darum geht es nicht, aber von der Stärke einfach mal her, hier hat man solche Accounts hier drin und die haben halt einfach, ja, weil mehr Leute aktiv dran teilgenommen haben an dem Event, halt einfach geführt, was den World Boss angeht. Ne? Die hatten hier, glaube ich, immer so um die 2500 pro Ebene und wir hatten, keine Ahnung, 800, 900 pro Ebene, die sich hier gemeldet haben. Und daran sieht man halt eben auch, dass der Server halt deutlich aktiver ist, beziehungsweise F9 halt sehr inaktiv ist. Und ja, Glückwunsch hier auch an Kishinden an der Stelle, hat sogar Capsu überholt. Sehr knapp, also wirklich sehr, sehr knappes Race. Das ist wirklich heftig. Ja, ich meine, die Belohnungen sind dieselben, ne, ist klar. Aber ja, das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage, vor allem auch ordentlich Ressourcen, was die hier auch dann bekommen. Auf jeden Fall, ne?
Ja, ansonsten gibt es jetzt erstmal so weiter nichts zu berichten über den World Boss. Ja, ich bin gespannt, wann wir hier im Webshop, vielleicht sehen wir da jetzt die Tage, bald den nächsten, ja, die nächste Roadmap. Ja, da ist bisher noch nichts. Ansonsten kam ja immer am ersten, beziehungsweise am letzten Tag des Monats eine neue Roadmap für die nächsten 3 Monate. Ich bin gespannt, wann wir jetzt hier die nächste sehen. Bisher sehen wir noch nichts. Ja, und auch sehr interessant halt eben auch auf die Zukunft, da wir auch dieses Jahr noch eine weitere Fusion erwarten dürfen in Bezug zum Thema, wo wir jetzt gerade dabei gewesen sind, Aktivität, Inaktivität, tote Server und so weiter. Ne? Also da können wir dieses Jahr noch eine Fusion erwarten. Ich bin gespannt, welche Server dort fusioniert werden. Das ist aber Thema für ein anderes Video. Ja, wir lassen uns da einfach überraschen, wenn es dann soweit ist. Ansonsten soll es das soweit fürs heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.